Heißt es auch manchmal, wenn wir so in Entwicklungsprozessen sind und innerlich Wandel ist, dass dann manchmal von außen nochmal wie so alte Wellen ankommen möge? Ja, Wir sind schon so im klar. Springen in so ein neues Ja, Realitätssetting und, ja. und, und dann kommt im Außen so, denkt man so, sag mal, was, habe ich es immer noch nicht gerafft oder gecheckt? Dann kommen nochmal wie so Weißt du, Pulse und dann in der neuen Realität verankert werden, dass dann wirklich die Zeitlinie sozusagen sich wandelt. So hätte ich es jetzt verstanden irgendwie. ja, also das, was kommt zu dir zurück, ist sozusagen teilweise auf der einen Seite nochmal die Hm. Chance, Hm. Ideen und Konzepte zu lösen. Hm. Nochmal so dieses typische, was ich immer sage nach den Kursen oder auch nach LCQs, so wenn so viel gelöst wurde, es kommt nochmal was hoch Hm. auf den Tisch, so nach dem Motto, brauchst du das noch oder kann das weg? Und wenn wir uns dann, sag ich mal, da reinstürzen und sagen, ich muss das noch auflösen, das habe ich doch schon, das doch, tete, dann ist es der Magnet, mit dem wir uns halten, weil das Ego hat immer Angst vor Veränderung. Weil es könnte was Neues sein. Es ist genau das Gleiche wie fahr mal in eine andere Stadt an einem Punkt, wo du nicht weißt, wie du parken kannst. Ähnliche Situation. Kann sehr unkomfortabel sein für das Ego. Wenn du weißt, du fährst mitten in die Stadt, du musst irgendwo hin und du hast keine Ahnung, wo du parken sollst und du hast einen Termin. Hm. In der Regel gibt es einige, die dann sagen, dann fahre ich mit dem Zug oder ich gehe gar nicht hin oder ich suche mir was anderes oder fangen schon an und studieren alles vorneweg, bevor sie überhaupt losfahren, bis sie wirklich, wirklich rechtzeitig da sind und einen Parkplatz kriegen. Und im Grunde ist das Ego nichts anderes. Es holt nochmal alle möglichen Sachen hoch, weil es Angst hat, wirklich zu springen. Weil das, wo wir hingehen, kann ja so neu sein, dass es sich nicht parken kann. So Hm. manchmal kommt es mir Hm. so vor, tatsächlich so. Hm. So dass das Ego nicht weiß, findet es überhaupt seinen Platz? Kann es überhaupt so weitermachen wie zuvor? Ist es überhaupt, wie ist das überhaupt dann da? Ähm, Natürlich kommt dann alles Mögliche hoch. Und wenn, sag ich mal, wir dann darauf eingehen oder das Ego sich selbst die Falle stellt und sich selbst darin aufhält, okay, dann ist man noch nicht bereit, wirklich loszulassen, weil letzten Endes, auch wenn wir hier so kompetent sprechen, ist alles ein großes Spiel. Wir spielen ein riesiges, gigantisches Spiel mit uns selbst und unser Ego ist, sag ich mal, das kleine Mannequin, was wir die ganze Zeit von A nach B bewegen. Ähm, Weshalb sich auch einige, und es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht den einen oder anderen trigger, sich entscheiden, einfach ihre Realität nicht zu verändern und nur philosophieren und anderen Leuten sagen, wie sie ihre Realität verändern können und groß klugscheißen und das spirituelle Ego wahnsinnig groß blökt und sagt, Zeitlinien, Padekinditete. Aber im Grunde nichts passiert in diesem Leben der Leute und dann werden vielleicht noch andere beschimpft, die Coaches, die Lehrer, die Leute, die sagen, was auch immer. Aber im Grunde, was passiert dann, wenn sich nichts verändert? Aber ich weiß von der ganzen Metaphysik ist, dass ich einfach meinem Ego auf den Leim gegangen bin, was mich permanent in meiner alten Realität und meiner alten Zeitlinie festklebt. Weil das Ego ist letzten Endes das, was springen muss. Hm. Das Ego ist das, was die Veränderung erlauben muss, zulassen muss. Und das kann das Schwerste sein. Und das ist der Grund, weshalb zum Beispiel Leute dastehen und sagen, ja, aber die Prophezeiung war doch das jetzt. Und so viele Channeler haben gesagt, dass das kommt. Und in meiner Welt ist nie was passiert. Ja, weil du einfach nicht mutig bist zu springen und die Veränderung zuzulassen und zu erlauben, weil jede Vorhersage von jedem Channeler entspricht der Realität des Channelers, des Propheten, was auch immer, und entspricht genau dem, was diese Person erfährt. Aber was ihr alle erfahrt, Hm. obliegt ganz euch. Und wenn für euch so viele Sachen und so viele, sag ich mal, Vorhersagen schon waren und ihr habt nie irgendetwas davon erfahren, dann weil ihr einfach permanent hört und wählt, nicht zu springen. Ganz einfach. Und weshalb bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig mit Vorhersagen und Hm. Potenziale und Prophezeiungen, so was kommt als nächstes, weil ich weiß, dass es Hm. individuell ist und dass es Hm. einfach viele gibt, die total geil darauf sind, auf die Veränderung zu hören, was kommt an positive Veränderungen von außen, aber im Inneren 0,0 Bereitschaft steht, irgendetwas an Veränderung zuzulassen, weil es angsteinflößend ist. Und dann kommen lieber Themen hoch und Verurteilung und, sag ich mal, Chaos und was auch immer. Nur um sich abzulenken, um diese Veränderung nicht Hm. einzuladen, weil die Veränderung was Neues sein könnte oder radikal sein könnte. Und dann passiert nichts und dann wird geschimpft auf wen auch immer, wer was gesagt hat. Aber während geschimpft wird auf die Person, die was gesagt hat, sitzt die Person schon längst im Zug und ist überhaupt gar nicht mehr anwesend in der Realität, die bis zu dem Zeitpunkt geteilt wurde. Und deswegen finde ich es auch schwierig, den Leuten zu erklären, wie man Zeitlinien springt, Mhm. weil sie werden es erst erfahren, wenn sie ihr Ego meistern.
Mhm. Wenn sie die ganzen Tricks und die ganzen Anker und Haken des Egos erkennen und transzendieren und wissen, na, das ist alles ein Spiel. Wie zum Beispiel dieses, dann kommt alles hoch, was man schon längst gelöst hat und man denkt sich, was ist denn jetzt los? Und dann verfängst du dich da drin wie in einem Fischernetz und dann machst du den Sprung nicht. Und dann bist Mhm. du wieder stuck. Dann hast du vielleicht einen Babyschritt gemacht, aber bist nicht gesprungen und wartest immer noch, bis die Brücke sich langsam baut. Und dann das, was innerhalb von, sag ich mal, 1, 2, 3 Tagen hätte shiften können, shiftet halt dann über 3, 4, 5 Jahre. Und wenn du dann zurückguckst in 3, 4, 5 Jahren, wo du warst, dann wirst du feststellen, oh, ich bin geschiftet, aber es war eher so, so Mini-Timeline-Steps Mhm. und kein Timeline-Shift, aber ein Shift über 5 Jahre hinweg. Und das ist tatsächlich das, wo wir ganz ehrlich sind, wo sich die meisten dafür entscheiden, weil Mhm. sie einfach nicht den Mut haben und nicht die Kapazität haben, in ihrem Ego eine radikale Veränderung wirklich zu erlauben und zu verdauen. Mhm. Und das ist okay. Das ist Mhm. okay, weil wir kommen alle letzten Endes dort an, wo wir ankommen wollen, weil alles verläuft immer nach Plan, nämlich nach Seelenplan. Mhm. Aber der ist individuell und der ist nicht kollektiv.